Hallo, herzlich willkommen aus dem Püppikram-Salon in Berlin. Ich bin Silke und ich liebe Wasserwellen. Deswegen möchte ich euch heute gerne zeigen, wie ihr zu Hause die Wasserwelle hinbekommt. Und alles, was ihr dazu braucht, die Produkte und ein paar Infos, haben wir auch in einem E-Book zusammengefasst. Und den Link dazu, den findet ihr in der Infobox. Ich werde einen tieferen Scheitel setzen, als ich den jetzt habe. Dazu gehe ich von Ohr zu Ohr. Ich habe jetzt hier von dem Scheitel aus 1, 2, 3 Abteilungen gemacht und auf der rechten Seite 2. Jede Abteilung unterteile ich jetzt in schmale Passés und dabei ist wichtig, dass jedes Passé gleich breit ist. Ich nehme eine Haarsträhne, wickel diese um den Lockenstab, der keine Clips hat. Das heißt, ich lege sie einfach drumherum. Um die eine Hand habe ich einen Handschuh, damit ich mich nicht verbrenne. Und mit der anderen Hand kann ich gut testen, wie heiß die Haarsträhne schon ist. Und dann ziehe ich den Lockenstab einfach raus und klipse die noch heiße Haarsträhne im Kopf fest. Jetzt nehme ich das nächste Passé und wickel das auch wieder genauso nach vorne. Fühle wieder, bis die Haarsträhne heiß genug ist. Ziehe den Lockenstab wieder raus und klipse wieder eine Klemme ran, so dass die Haarsträhne genau in dem Zustand auskühlen kann. Jetzt nehme ich meine vorletzte Strähne von dem linken Passé. Die ist nicht mehr ganz so breit, deswegen brauche ich jetzt nur noch 2 Locken machen. Wieder rein an den Kopf, am besten im 90-Grad-Winkel. Dann hat die eine schöne Spannung. So, Lockenstab raus, Klemme rein, ganz nah am Kopf. Und jetzt kommt hier die allerletzte Strähne. Aufpassen, dass ihr euch nicht verbrennt. Ich lege immer die Hand um den Lockenstab, um zu verhindern, dass man sich am Ohr oder am Kopf oder auch gerne am Hals verbrennt. Es ist wichtig, dass die Haarsträhne auskühlt, genau in dem Zustand, wie ihr sie in die Locke gelegt habt. Wird das Haar genau so, in diesem Zustand, wie ich jetzt das Haar auch habe mit der Locke, festgemacht, damit das Haar so auskühlen kann. Damit habt ihr dann nämlich die Haltbarkeit garantiert. Wenn ihr die Haare nicht auskühlen lasst, dann bekommen die keine Sprungkraft und das Haar hängt sich sehr schnell wieder aus. Das ist jetzt auch der Zustand, wie ihr die Locken lassen könnt zum Auskühlen. Und ich gebe dann immer gerne ein Tick Haarspray drüber. Und jetzt können wir uns um den hinteren Kopfbereich kümmern. So, jetzt habe ich hier schon eine wunderschöne Teilfrisur. Und zwar hatte ich zum Anfang die Locken hier vorne mit einem schmaleren Lockenstab gemacht. Jetzt für die Locken am Hinterkopf werde ich einen breiteren Lockenstab benutzen. Ihr seht den Unterschied. Und das reicht mir jetzt für hinten, wenn ich einfach so größere Locken und Wellen habe. Ich teile jetzt die obersten Haare ab am Hinterkopf. Dann nehme ich jetzt einfach meine beiden Zeigefinger und oberhalb vom Ohr gehe ich einmal so nach hinten und dann treffen sich die Zeigefinger. Und dann habe ich hier schon einen Bereich und lege das um den Lockenstab. Und darunter vom oberen Ohransatz ungefähr zum unteren Ohransatz habe ich ein Passé mit 3 Abteilungen gemacht und dann weiter unten nochmal 2 Passés.
drumherum wickeln. Jetzt nehme ich die letzte Haarsträhne und wickel die um den Lockenstab und klipse sie wieder fest. So, jetzt widmen wir uns wieder der Wasserwelle und ich löse jetzt die Klemmen aus den Papillotten. Ich fange jetzt von unten nach oben vorsichtig an, die Locken auszukämmen. Dabei könnt ihr auch schon sehen, wie sich die Welle legt durch die Wickeltechnik. Na, hier entsteht jetzt die Welle. Das mache ich auf der anderen Seite auch. Da wäre schon die erste Welle. Ich schiebe den Kamm jetzt in die Welle. Die Welle habe ich jetzt mit einem Wellenreiter fixiert. Um die nächste Welle zu erhalten, halte ich das Wellental fest. So, jetzt erhalte ich hier die zweite Welle. So, das, was hier alles rausfällt, das interessiert mich jetzt erstmal gar nicht. Das arbeite ich nachher einfach in die Frisur ein. Ja, ich fühle mich gerade so ein bisschen wie Edward mit den Scherenhänden. Wer ganz genau sein möchte, kann auch die Täler nochmal festklipsen. So, jetzt haben wir den Wellenbereich ausgearbeitet, beziehungsweise erstmal so vorgelegt. Und ich öffne jetzt die Klemmen aus den Locken vom Hinterkopf und kämme die auch ganz locker durch, damit wir die dann hochstecken können. Auch wenn es Leute gibt, denen das so vielleicht schon gefallen würde, würde ich doch empfehlen, den Hinterkopf noch leicht anzutupieren. Dann hat man nämlich auch eine schönere Form. Lege ich den tupierten Bereich einfach nach oben. So, nochmal fixieren. So. Und jetzt teile ich die Haare vom Hinterkopf in zwei Bereiche. Den obersten Teil klipse ich mir einfach wieder fest. Auf den unteren Bereich mache ich mir jetzt mal ganz viele Kreuze mit Klemmen. Das Wichtige ist, dass sich diese Klemmen ja verkreuzen müssen, weil man damit ganz viel Halt haben kann. Und dann kann ich die anderen Haare, die da so drumherum sind, einfach draufstecken und habe dann damit einen ganz lockeren Look. Jetzt nehme ich mir die Haare, zuppe die so ein bisschen auf, kann man auch so nach oben ziehen, dann sieht das lockerer aus. Dann drehe ich die so ein Stück und gehe mit einer Klemme von oben in die Haare, nehme mir so ein paar Haare und suche die Klemme, die ich gerade unten drunter gebaut habe, und hebe dann die Haare da drauf. Klemmen sollte man nicht sehen, man darf nie Klemmen sehen. So, jetzt mache ich die obere Haarpartie auf. So, ich habe keine Ahnung, wie das aussieht. Ja, das ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges, dass man sich immer so verrückt macht. Oh mein Gott, wie sieht denn das aus? Also ich sehe auch gerade nicht, was ich mache von hinten. Ihr könnt euch natürlich an den Spiegel stellen
Lasst euch bloß nicht verrückt machen, wenn das noch nicht ganz perfekt ist. Dann nehmt ihr euch einfach nochmal eine Klemme, nehmt euch nochmal ein paar Haare und steckt das fest. So, dass man die Klemme natürlich nicht sieht, also nicht so über die Haare drüber, sondern eher so dazwischen und dann ist die weg. Jetzt entferne ich die Wellenreiter. So, das ist mir jetzt hier noch ein bisschen zu wurstelig. Da gebe ich nochmal eine Klammer drauf. Auch ein schöner Trick ist folgender. Das ist die Flasche zwar ein bisschen groß, aber ihr könnt die Form auch nochmal rausarbeiten, indem ihr einfach ein bisschen Haarspray drauf gibt und dann auch die Flasche benutzt. Ich nehme jetzt noch eine Klemme und arbeite das Ende von der Strähne hier hinten ein. Hier steht es jetzt noch ab, dann nehme ich auch noch mal eine. Hebel die unter, sodass man die Klemme nicht sieht. Und hier oben, der Bereich ist mir zu hoch. Dann nehme ich jetzt wieder eine Klemme und fädel die so ganz leicht an der Kopfhaut lang. Darf man natürlich nicht sehen. Ist jetzt schon ein bisschen näher am Kopf. Das ist ein ganz guter Trick, auch wenn ihr dann vorhabt, mal die ganze Nacht feiern zu gehen. Dann könnt ihr so auch mal die Wellen noch fixieren. Jetzt ist die Wasserwelle fertig. Ich drehe mich nochmal zur Seite, dass ihr die Welle sehen könnt. Die ist jetzt nochmal mit Haarspray fixiert. Man kann gerne auch nochmal ein Glanzspray drauf geben. Und wenn ihr möchtet, dass die Täler noch mehr am Kopf anliegen, dann gerne nochmal die Klemmen einsetzen, auskühlen lassen, viel Haarspray drauf geben und cool bleiben. Wer das möchte, kann sich natürlich auch gerne ein Klapsband einarbeiten. Das kann man dann hier so drüber legen oder noch eine Feder einarbeiten und natürlich ein ordentlich verruchtes Abend-Make-up auftragen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr uns ein paar Kommentare hinterlasst. Und natürlich würden wir uns noch mehr freuen, wenn ihr uns abonniert. In der Infobox findet ihr auch noch unseren Link zum Shop. Dort gibt es die ganzen Produkte, die ihr braucht zur Wasserwelle zu kaufen. Außerdem gibt es dort auch ein komplettes Set für Wasserwelle und ein E-Book. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen.